Let's Go Race, the motorsport channel for gamer. Servus zusammen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um meinen neuen Servomotor, den ich mir bei SimRacingBay bestellt habe. Wer meine Social-Media-Kanäle so verfolgt, wird das schon mitbekommen haben, dass ich einen neuen Motor gesucht habe. Der Fanatec kommt jetzt weg, da kommt jetzt der Miege hin mit SimCube. Und da sage ich mir ein bisschen was dazu, zu meiner Bestellung, was ist alles drin und so weiter. So, ich habe das SimCube-based OSV-Kit mit bis C und CM110 Gehäuse bestellt. Hier hinten sehen wir das CM110 Gehäuse. Das ist staubsicher und sehr leise. Das habe ich dem anderen vorgezogen. Hat mir auch irgendwie optisch besser gefallen. Hat eben hier das Kabel, um es mit dem Strom zu verbinden. Ja. Näher gehen wir später darauf noch ein. Dann haben wir hier den kleinen Miege Motor, 20 Newton kann der. Dann die Klemme, ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier, die Klemme ist natürlich auch dabei. Der Adapter ist nicht dabei, den habe ich bei Asher Racing bestellt. Das ist ein Buchfink Quick Release. Ich hatte mir noch den Fanatec Adapter bestellt. Damit kann man Fanatec Lenkräder anschließen, natürlich ohne Elektronik. Dann haben wir hier die Befestigungsmöglichkeiten für den Miege Motor. Da wird einfach der Miege Motor durchgesteckt, hier verschraubt und hier mit an den Simulator befestigt. Ist natürlich auch höhenverstellbar, neigungsverstellbar. Ja. Dann haben wir noch zwei USB-Kabel, 1,8 Meter lang. Und hier hinten haben wir die Kabel. Das sind komplett abgeschirmte deutsche Industriekabel. Habe ich den originalen Kabeln von Miege vorgezogen. Hat mir einfach mehr zugesagt. Ist natürlich auch der Notaus dabei. Ja. Diese Stecker werden später hier seitlich an den Miege Motor angeschlossen. Hier an diese Pins. Da wird das später alles angeschlossen. So. Dann zur PSU habe ich das Meanwell 480 Watt Noiseless, 20 bis 30 Newton kann das Ganze. Und zwar, das ist das kleinere der beiden. Ich habe dieses gewählt, weil es für diesen Motor einfach komplett ausreicht. Mit 350 Watt kann man damit 20 Newton Betrieb nehmen. Mit 400 Watt kann man bis zu 25 Newton. Aber der Motor hat eben nur 20 Newton, von daher war das komplett ausreichend. Das Servo Drive Modell habe ich Ioni Pro HC mit 25 Ampere. Und ja, dann kommen wir mal zu den Preisen. So. Das Ganze hat ohne Mehrwertsteuer 1104 Euro gekostet, der Versand zusätzlich dann auf 35. Die Mehrwertsteuer hat 250 Euro, betrug 250 Euro. Und insgesamt kommen wir dann auf einen Endpreis von 1390 Euro. Das Ganze wird später mit der SimCube Software in Betrieb genommen am PC. Die könnt ihr euch kostenlos unter Downloads bei SimRacingBay herunterladen. Und ja, steht auch mal alles wieder in der Beschreibung dabei. Das ist alles dabei. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal etwas näher auf die Produkte ein. Dann beginnen wir zuerst mit den Adaptern. Bei SimRacingBay habe ich mir noch den Fanatec Adapter dabei bestellt. Der hat mit Mehrwertsteuer 40 Euro gekostet. Sieht eben genauso aus wie in der Fanatec Wheelbase, nur eben ohne Elektronik. Da kann man dann einfach Fanatec Lenkräder anschließen. Zack. Und fest ist es. Dieser Adapter, der würde dann hier hinkommen, wo jetzt der Buchfink Adapter ist. Dann kommen wir auch zum Buchfink Adapter. Den Buchfink Adapter, den habe ich mir bei Asher Racing bestellt. Da kostet die Base Side, also die Seite
am Servomotor. Kostet 79 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Und die Wheelside kostet 69 Euro. Dann beginnen wir mal mit der 70 mm Variante. Das hier ist die 70 mm Variante. Da ist eben der Durchmesser 70 mm vom Lochbild. Das ist jetzt mit meinem selbstgemachten Formel 1 Lenkrad. Das Ganze wird dann hier so drauf gemacht. So, hier. Warte. So. So. Und dann einfach hier runter drücken. Und fest ist das Ganze. Wenn man es abmachen will, einfach wieder hoch, rausholen und fertig. Das Ganze habe ich bei allen meinen Lenkrädern gemacht. Das GT-Lenkrad. Das Kart-Lenkrad. Und das Drift-Lenkrad. Beim Kart-Lenkrad habt ihr vielleicht gesehen, der Adapter ist etwas kleiner. Das ist nämlich die 50 mm Variante. Da das Kart-Lenkrad ja nur mit 3 Schrauben befestigt wird. Ja. Das war es eigentlich so zu den Adaptern. Hier kann man noch sagen, die Klemme, die hier benutzt wird, die ist ja auch dabei bei Sim Racing Bay. Die packt bis zu 250 Newton. Der Motor hat eben nur 20 Newton, aber da ist man auf jeden Fall gut versorgt damit. Da wird nichts passieren, wenn man es richtig anschließt. Und zwar sieht man jetzt hier von vorne nicht mehr richtig, aber das sind von vorne 4 Schrauben, die man nach und nach immer beiziehen muss. Die Klemme zieht sich dann immer mehr bei. Ja. Dann vergleichen wir jetzt noch die beiden Motoren, die ich besitze. Das ist einmal die Fanatec Wheelbase V2 mit V2.5 Elektronik und einmal der Miege Motor mit 20 Newton. Das ist der Miege 130 ST M10010. Und dann fangen wir mit dem Gewicht erstmal an. Die Fanatec Wheelbase V2 wiegt 4,5 Kilo. Ist eigentlich noch relativ leicht. Wenn man dann den Miege Motor allerdings sieht, dann wird es richtig heftig. Der wiegt nämlich stolze 10,5 Kilo. Das ist mehr als das Doppelte. Natürlich ist er noch auch um einiges stärker. Die Fanatec Wheelbase hat, soweit ich weiß, was ich in verschiedenen Foren nachgelesen habe, liegt sie bei 14 oder 14,5 Newtonmeter. Der Miege Motor liegt bei 20 Newtonmeter. Ist aber allerdings auch Direct Drive, also die Power geht direkt über die Achse vorne ans Lenkrad. Das haben wir ja bei Fanatec nicht. Da kommt jetzt demnächst ja auch ein Servomotor. Der wurde jetzt vor kurzem wurde da der Release bekannt gegeben. Ja, ich habe mich aber trotzdem für Miege entschieden, also mit SimCube. Hat mir einfach mehr zugesagt. Und ja, dann machen wir einfach mal auch einen Größenvergleich, dass man es hier optisch etwas besser sieht. Das ist der Vergleich. So. Von der Höhe her sind sie eigentlich fast gleich. Nur eben in der Breite macht es sich natürlich extrem bemerkbar. Und natürlich im Gewicht. Ja, da kommt später natürlich auch wieder mein Display dran. Bei Fanatec habe ich ja diese beiden Gewinde genutzt. Bei Miege nutze ich dann diese hier. Da wird ja später mit diesem, wie soll ich sagen, mit dieser Halterung wird der Miege Motor hier angeschraubt. So. Das kommt hier dann vorne drauf, da werden Schrauben reingemacht und vor diese Schrauben wird dann die Halterung für mein Display dran gemacht. Ja, dann kommen wir noch etwas näher gerade auf die Halterung ein.
Das ist die Halterung für den Miege-Motor. Wird dann später... Warte, machen wir das hier so runter, geht etwas besser. Der Miege-Motor wird eben an diese 4 Schrauben angeschraubt und über diese beiden Löcher wird dann hier verschraubt. Da kann man das entweder so nutzen oder so. Da kann man eben auch noch den Winkel verstellen. Ist beim Miege alles möglich. Ja. Ich denke aber, dass ich es trotzdem wieder gerade stehen lasse, so wie beim Fanatec. Ich habe ja auch in meinem Simulator eine verstellbare Oberfläche. Da lässt sich ja auch alles mit Klemmen verstellen. Dann wird auch hier nichts verkratzt. Dann machen wir jetzt mit den ganzen Anschlüssen und Kabel weiter. Hier haben wir eben das Gehäuse mit SimCube drin. Da erkläre ich jetzt mal die ganzen Anschlüsse, die da dran sind. Dieser Anschluss ist einfach nur reserviert für zukünftige SimCube-Projekte. Falls da mal irgendwas kommen sollte, um abzugraden, kann man das dann wahrscheinlich hier nutzen. Ist jetzt einfach unbelegt. Dann haben wir diesen Anschluss. Der ist für dieses Kabel. Da wird diese Seite einfach hier unten angeschlossen. Da ist auch gleichzeitig an diesem Kabel der Notaus befestigt. Und die andere Seite, das ist diese hier, wird hier verbunden, also wird direkt mit dem Miege-Motor verbunden. Einfach hier angeschlossen, festgeschraubt und fertig. Dann haben wir diesen Anschluss. Das ist das zweite Kabel, um den Miege-Motor damit zu verbinden. Sieht so aus. Wird einfach so angeschlossen und diese Seite kommt hier dran. Wie eben schon gesagt, es ist alles fertig geliefert, also es kann direkt an den PC angeschlossen werden. Es muss nichts zusätzlich gekauft werden, alles bei SimRacing Bay dabei. Und ja. Dann haben wir hier die beiden USB noch. Da sind die Kabel auch dabei. 1,8 Meter, um es mit dem PC zu verbinden. Dann haben wir hier noch die Stromzufuhr. Kann hier auch ein- und ausgeschaltet werden. Dann haben wir hier unten Möglichkeiten, um Pedale anzuschließen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch mit Fanatec-Pedalen geht. Das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Ich hatte es am PC noch nicht angeschlossen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren, aber ich denke Häuschenwelt-Pedale, ich weiß jetzt nicht, wie die Anschlüsse dabei sind. Kann man da eventuell anschließen? Oder irgendwelche Hydraulikpedale, wie auch immer, ist auf jeden Fall, sind da nochmal 4 Anschlüsse reserviert. Dann drehen wir das Ganze mal um. Gehen wir hier auf die Seite. So. So sollte man es sehen. Da haben wir hier nochmal 2 USB, 2 Klinke, eine Kontrolllampe und ein Button. Wozu die sind, habe ich selbst noch nicht rausgefunden. Ich denke, da kann man irgendwas anschließen. Hier ist auf jeden Fall ein Kopfhörersymbol und hier ist ein Lautsprecher, ein Mikrofonsymbol. Hier so eine Art Eimer. Ja, und hier wieder für das Mikrofon. Ich denke mal, dieser Button ist, um das Mikrofon zu aktivieren. Das wäre es eigentlich schon dazu. Kann nur kurz die Notaus zeigen. Da habe ich jetzt hier einfach mit PowerClad wird das Ganze am Simulator befestigt. Einfach hier, so ist er draußen, so kann er genutzt werden. Und wenn irgendwas sein sollte, einfach draufdrücken und fertig. Das ganze System ist dann ausgeschaltet. Der Servomotor ist jetzt auch am Simulator festgeschraubt. Ich habe alles so eingestellt, wie ich es haben möchte. Habe das Ganze natürlich etwas tiefer gesetzt, da der Servomotor etwas höher ist als der Fanatec-Motor. Dann habe ich natürlich auch müssen diese beiden Profilen, an dem der Servomotor verschraubt ist, habe ich etwas weiter müssen nach außen setzen, da die Befestigungspunkte viel weiter außen sind. Aber der Vorteil bei dieser Halterung ist, dass ich direkt in die Nuten kann befestigen. Das ging beim Fanatec eben nicht, da muss man eben von unten verschrauben. Das ist hier viel besser gelöst. Kann ich ja mal gerade zeigen. Hier einfach in die Nuten rein.
mit Nutenstein, M8er Schrauben. Dann hier verschraubt und hier verschraubt. Hinten habe ich das obere Loch geholt. Da lässt sich das hier etwas besser verstellen. Ja, eben von vorne dann noch verschraubt. Hier hinterm Display sieht man das. Man sieht es vielleicht, sieht man es. Und ja, das wäre eigentlich die komplette Befestigung. Das gleiche haben wir natürlich auch auf der anderen Seite. Eben hier nochmal in die Nuten verschraubt. Hier und vorne. Das Display ist von hinten so verschraubt, dass es durch diese Löcher, an denen man den Motor an die Halterung verschraubt, ist das auch mit befestigt. Kann man auch schnell lösen alles, sind alles Schnellverschlüsse dran. Ja, dann haben wir hier unten noch die Notaus. Da ist jetzt momentan ja das Formel 1 Lenkrad drauf. Mit dem Adapter. Das kann man dann hier jetzt einfach lösen. So aufmachen und rausholen. Und wieder dran. Dann würde ich sagen, schalten wir das System mal ein. Da hört man jetzt gleich noch einen Signalton. Der kommt vom Servomotor. Der hier. Das ist, wenn der Servomotor fertig ist. Ab dann kann man ihn benutzen. Hat sich natürlich noch nicht richtig kalibriert. Das muss man alles in der Software einstellen. Ja, da könnte ich jetzt einfach hier auch den Notstopp machen. Einfach draufdrücken. Dann wird kein Strom mehr geliefert. Wenn irgendwas passieren sollte. Der ist eben nur für Notfälle da. Ja, und jetzt könnte man ihn direkt mit der Software kalibrieren und konfigurieren und kann losfahren. So, das wäre eigentlich alles zum Motor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, jetzt mache ich noch ein Video, in dem ich fahre. Das wird aber ein extra Video. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.